eiskalt. Die legen die gekochten Eier auf Eis. Warum macht man das? Warum? Ich wollte ein bisschen in den Kopf werfen. Das ist... Dass man den Pool nicht sauber macht, das verstehe ich. Das ist nicht mal out of order. Dass man nämlich faul ist oder Dreck macht. Aber warum kommen die auf Eis? Auf Eis. Mainz Attention kommt beim Radio-Video-Magazin, einem neuen Video unsererseits, und es ist ein wenig laut, weil hier ist der Interstate und da ist sogar noch Baustelle. Das hier ist unser Hotel, das Best Western, irgendwas habe ich vergessen, und wir sind in den USA, in Kalifornien, und 360-Grad-Tour, keiner hätte es gedacht, aber diese Tour geht auch einmal zu Ende. Es sind viele Elemente drin in diesem Namen, die diese Tour beschreiben, aber nicht 360 Tage, sondern 30 Tage. Ich glaube, das reicht auch. War ja nicht so geplant, haben wir auch gerade nochmal drüber gesprochen, dass es halt einfach witzig ist, dass um viel Geld zu sparen bei Flügen so eine Tour entsteht. Und wir nehmen euch jetzt mit den letzten Tag. Wir machen nochmal einen Freizeitpark, einen ziemlich großen, und wir haben überlegt, dann vielleicht heute sogar noch 2 kleine Sidecounts mitzunehmen und richtig albern aufzuhören. Das alles jetzt in diesem Video, und jetzt gibt es erstmal tolles amerikanisches Frühstück. Peoples, wir sind angekommen, Knott's Berry Farm, Stadt, was weiß ich, Viertelstunde, habe ich gedacht. Uschi meinte eine halbe, waren es eine Dreiviertel. Also zusammen haben wir recht gehabt. Und sind jetzt bei Knott's Berry Farm. Ja, ein Park, den wir damals auch schon besucht haben, der auch ein unfassbar gutes Halloween-Event hat mit Knott's Scary Farm. Und ja, Beeren anbauen und daraus einen Freizeitpark machen, ist keine Idee, die in Deutschland irgendwo in MacPom geboren wurde. Den Park gibt es hier schon ein bisschen länger. Ja, wir hören sie. Ihr weiß jetzt nicht, ob ihr das hört, aber da ist der Eingang, wir sind noch am Parkplatz und die Nationalhymne läuft schon. Wir verpassen es. God bless America. Ja, es gibt eine Kinderachterbahn, die neu ist, theoretisch zu fahren ist als Count, und sonst nichts. Außer ein paar Rewrites auf Bahnen, die wir schon gefahren sind. Und es gibt für uns einen neuen Dark Ride, da haben wir auch Bock drauf. Und der Judith Moana Reichert Klassiker Becher vergessen ist wieder da. Ich freue mich. Sit back, hold on tight, enjoy your ride on the wild side. Was ist das denn? Ja, wir sind rein, rechts abgebogen, Sierra Sidewinder, einfach mal gefahren, war jetzt kein Mensch. Muck Rides, Spinning Coaster mit diesem Sierra Sidewinder Standard Layout.
Boah, wie lange kann man bitte so eine Bahn abfertigen? Das hat man ein bisschen... Gurt, Bügel, meine Güte. Aber ja, witzige Bahn, wir haben es nur kaum gedreht. Warum auch immer. Und sind jetzt auch im Sierra Sidewinder Bereich, aka Planet Snoopy, glaube ich. Oder Camp Snoopy ist es hier. Ist halt so ein bisschen auf... Ja, kanadischen Blockhütten-Style. Und irgendwo hier dürfte ja dann wahrscheinlich auch die Achterbahn sein, die uns noch fehlt, mit Snoopy-Thema. Schauen wir mal. Was man schon mal sagen kann, ist der Schwarzkopf Shuttle Loop, der ist immer noch geschlossen seit Ewigkeiten, aber am Lounge irgendwo sind sie am Schrauben, nur im Steiger sind sie auch am Stationsdach dran. Also es wird was getan. Und ich glaube, da haben wir die Bahn. Die steht an der Stelle, wo vorher der Kiddie Coaster stand, den man nur mit Kindern fahren durfte. Wie das jetzt hier geregelt wird, weiß ich nicht. Es ist nämlich meines Wissens nach ein Zamperla Lift and Lounge Coaster, wie ihr sie aus den Peppa Pig Parks kennt. Das ist er. So, Snoopy's Thunderpaw Twister sind wir gefahren. Coole Bahn für Kiddies und Families. Und du hast einen Lift, du hast einen kleinen Lounge. Hier ein nettes Setting, nette Gestaltung. Und man ist auf Patrouille in so einem Geländewagen zusammen mit Snoopy. Und es gibt auch keine Einschränkungen. Du darfst als Erwachsener mitfahren, wenn du nicht mehr als 300 Pounds wiegst. Dann ist auch wieder Schluss laut Schild. Aber ich weiß auch nicht, wo die das wiegen wollen. Aber ich glaube, wenn du das hast, passt du da auch nirgendwo mehr rein. Okay, so, das ist jetzt die Pflicht gewesen. Und wir haben euch über den Schwarzkopf Shuttle Loop erzählt, der Montezuma's Ranch, der irgendwie gerade noch rumgebastelt wird. Wollen wir zum Woody gehen? Ja. Jetzt morgens anfangen, bevor es komplett voll wird. Es sind schon wieder Schulbusse auf dem Parkplatz gewesen. Jetzt hatten wir gerade zweimal Walk-On. Dann gehen wir mal in die Ecke gucken. Es werden hier, was ist das denn für ein geiles Derby? Cool. Da musst du dann den Berg hochfahren. Das ist hier cool. Aber das ist... Digga. Er ist mit dem Chlorwasser Goldschürften. Digga.
Mein lieber Herr Gesangsverein, das war mal eine gut investierte halbe Stunde statt 45 Minuten, die angeschlagen waren für Ghost Rider. Also ein CCI Woody mit GCI Millennium Flyer Zügen. Das Ding wird nicht fertig. Und wir saßen in der allerletzten Reihe. First Drop, wie lang willst du sein? Ja. Und wie sich das Ding runterreißt, rumreißt und viel zu langen Kurven fährt, ohne gebankt zu sein und überhaupt. Uschi war richtig hype danach. Das ist genau das, was die mag. Hier das Grinsegesicht, ey. Mit der Löwenmähne. Hier, komm, Mikro, du erzählst sauber. Ghost hat richtig Spaß gemacht. Super lange Drops irgendwie. Coole Floating Airtime, hat mir richtig gefallen. Die Geschwindigkeit ist ja mega cool. Und auch diese ewigen Kurven. Das ist voll cool. Hat voll Spaß gemacht. Vielleicht später nochmal. Ich habe einmal Fahrspaß. Oh! Ja, oh Leute, ey. Pony Express The Ride ist ein Motorbike Coaster, aber mit Pferdchen drauf von Zamperla, gelaunchte Achterbahn. Die ist geschlossen. Ich krieg schon wieder Kohle ins Auge vom Zug, glaube ich. Dafür haben wir uns in der Zeit jetzt ein wenig am Rafting erfreut, wie schön es aussieht. Fahren tue ich es nicht, aber toll eingebettet ist es, gut sieht's aus. Und die Eisenbahn, weiß ich auch noch nicht, ob wir das machen. Letztes Mal wurden wir von Banditen überfallen, die wollten Trinkgeld haben. Ja, aber was ich ganz gut fand, nicht, dass das sehr lange gedauert hat, sondern alle, die so kein Cash rausgeholt haben, ach, ihr wart also hier nebenan schon bei Disney, deswegen habt ihr kein Geld bei den Taschen. Da wird man hier gerne mal gepiesackt in diesem Park, in direkter Nachbarschaft zu Disney. Und theoretisch müsste hier irgendwie der Dark Ride noch kommen. Guck mal, Autoscooter in Form von einem Hexagon finde ich auch spannend. Oder ist es sogar noch mehr? Es sind einige Ecken. Aber Digga, ist ja gar kein Platz mehr zum Fahren. Das sieht ja aus wie auf dem i5.
Aber das leuchtet auch. Warum leuchtet das die ganze Zeit? Ja, Leute, wir haben jetzt den Dark Ride gemacht und dann hast du so eine Knifte in der Hand, aber da hinten ist noch eine Korde dran und dann ziehst du und dann ballerst du. Das ist viel zu schwer, das sage ich euch. Fahrsystem ist aber richtig cool, ist von Art Engineering, du hast Platz ohne Ende, sitzt mit 4 Leuten da drin, Onboard-Sound und Düfte, die eingesetzt werden, sind richtig toll und ja, es ist von, wie man hier sieht, beerig bis Popcorn, dufttechnisch alles dabei und dann ist halt das wilde, sinnlose Rumgeballer auf Torten, da gibt es Bonus und auf andere Dinge gibt es da steht da gibt es auch Punkte für, glaube ich, aber man weiß nicht, ist das jetzt richtig oder mache ich irgendwas falsch? Ja, und dann ist es irgendwie wild und random, bisschen schade. Was ist denn das hier? Die Soapbox Racers, aber was hat das hiermit zu tun? Ist das irgendwie Park History? Und das Ganze hier sollte ja auch irgendwie eine Factory Tour sein, so steht es draußen dran. So verstehe ich es eigentlich auch nicht. Übrigens war, bevor Art Engineering jetzt da das Ride-System reingebaut hat, ein anderer Dark Ride da drin. Ich kann mich aber nicht mehr wirklich daran erinnern, was genau da passiert ist. Müsste man den alten Vlog nochmal schauen, den wir mal gemacht haben. So, wie sieht es denn aus hier bei Hangtime? Wenn jetzt keine Wartezeiten sind, würde ich einen Gerstlauer Infinity Coaster fahren mit eher weniger. Knott's Berry Punch. Ah. Kannst du einen Fruchttrack kriegen. Kennt ihr eigentlich schon die witzigste Stütze der Achterbahngeschichte? Support für Hangtime Support. Die Stütze stützt nix. Ist das witzig, oder? Ja, wir sind jetzt durchgelaufen, direkt in die Station. Die Hangtime und so, das ist echt ganz cool. Macht Spaß bei der Bahn, die wir hier übrigens haben. Aber irgendwie super viele positive Gs. Dann in den Tälern, die irgendwie ein bisschen, der Zug vibriert da so ein bisschen. Ich finde, dass der Zug ziemlich cool aussieht mit diesen Surfbretter, Rückenlehnen und die Farbe der Bahn ist auch cool. Dieses Surf-Thema ist eigentlich ganz nice hier. Ja, aber wir hatten jetzt Walk-On in die dritte Reihe. Hätten jetzt nochmal extra warten müssen für die erste, haben wir jetzt darauf verzichtet. Sind wir schon mal in der ersten gefahren. Da gehen wir lieber zu Accelerator und gucken mal, wie es bei denen da aussieht. Ansonsten haben wir hier noch eine wilde Maus im Park. Ist das auch Gerstlauer oder ist das Mack? Das ist Mack Rides, ne? Mack Rides, Large Parkanlage. Den Count haben wir. Und deswegen gehen wir direkt zu Accelerator. Intermin Hydraulic Launch Coaster.
Bye. That mountain range, for instance, is our Timber Mountain Long Run. It was the first theme walk balloon ride when it opened in 1969 and remains to this day one of our most Das ist Zug 2. Hello Peoples! Erstmal, falls ihr euch fragt, was ich da habe, ich habe irgendwie so einen komischen Ausschlag, der irgendwie mit zu viel Sonneneinstrahlung und Hormonschwankungen zu tun hat und Stress. Ja, aber geht gerade wieder besser. Also nicht, dass ihr denkt, ich habe, weiß ich nicht, Kinnseuche oder so. Wir sind jetzt gerade Accelerator gefahren. Das ist ja, hat der Bro ja schon erklärt, was das für eine Bahn ist. Und Hydraulic Launch ist für mich ja immer noch die ultimative Art der Beschleunigung. Weil das, also man kriegt es einfach irgendwie direkt in den Hintern, ne? Sage ich jetzt mal so. Hinter mir startet jetzt auch. Schön, auch mit dem bisschen Layout jetzt noch hinten dran, hat mir gut gefallen. Vibration hält sich in Grenzen für diese Art von Bahn. Bisschen doofer, als wir anstanden, hat vor uns quasi wurde einmal der Zug komplett mit Fastpass voll gemacht. Das war ein bisschen blöd, aber gut. Vor allem, weil halt nichts los ist eigentlich an Wartezeit. Also wir wären dann im übernächsten Zug gewesen, aber naja. Wenn die Leute Fastlane gekauft haben, dass sie das dann nutzen, ist ja auch normal. Egal, ob es voll oder leer ist. Ja, also ich mag die Art von Bahn. Wie gesagt, für mich die absolute ultimative Beschleunigungsart. Ja, fuhr sich gut, hat mir gefallen. Und noch was sehr Witziges, vor uns waren 3 in dem Wagen, weil das ist hier wagenweise, dass man quasi am Gate wartet und nicht reihenweise. Und dann hinter uns war ein Single Rider, der wurde dann vorgeholt, hat dann ganz überrascht schnell sein Handy in seine Tasche getan. Und der hat, habe ich gesehen, als er das gemacht hat, der hatte einen kleinen Reißverschluss dran, hat ihn aber nicht zugemacht. Und dann habe ich noch gesagt, ich so, das ist ja geil, wie sein Handy da jetzt gerade hängt. Der Bro so, oh ja, das ist, würde ich sagen, ziemlich weit draußen. Und jetzt sind wir tatsächlich gerade in den Zug eingestiegen nach ihm. Und dann kam er ganz aufgeregt durch den Ausgang wieder rein und hat in der hinteren Reihe gefragt, ob da ein Handy liegt. Er hat es wohl verloren. Tja, tut mir gar nicht leid. Tut mir wirklich gar nicht leid. Look, you just walk through the door. When I'm alone with you, everything is alright. When I can hold you close, there's nothing better than to have you by my side. I can tell my way you're looking at me. We ain't gotta worry 'cause we're meant to be. When I'm alone with you, everything is alright. Too much distraction, too much going on. It's so hard to pay attention. Oh, it makes me wanna lose my phone. Too much BS to mention. Try to fill my cup, I try to measure up. Nothing seems to satisfy. When I'm alone with you, everything is alright. When I can hold you close, there's nothing better than to have you by my side. I can tell by the way you're looking at me. We ain't gotta worry 'cause we're meant to be. When I'm alone with you, everything is alright.
When I'm alone with you, everything is alright. When I can hold you close, nothing better than you by my side. I can see it in your eyes, ain't no surprise. Love, it comes so easy, we don't have to try. When I'm alone with you, everything is alright. Ja, wir sind mal bei Jaguar reingestratzt und Sierra Tivoli Coaster, voll groß, lang und beklopptes Layout, aber coole Bahn. Die sind erstmal, also die fahren mit 2 Zügen, haben aber nur einen beladen, weil zu wenig los war. Jetzt hat es ein bisschen wieder gestaut, jetzt haben sie den zweiten Zug auch wieder beladen. Und wir sind jetzt hier quasi bei Montezuma's Revenge ja auch dann direkt daneben und man konnte nämlich jetzt von Jaguar aus ein bisschen was Spannendes sehen. Und die Bahn ist ja seit 2022, glaube ich, SB&O. Also die steht hier, wird aber nicht betrieben. Und Schwarzkopf Shuttle Loop hatte so einen Schwungrad-Lounge, den hatte die Bahn. Die Bahn sollte, glaube ich, 23 wieder aufmachen, dann sollte die 24 wieder aufmachen oder man hat 23 gesagt, die macht 24 auf und hat dann gesagt, nee, wir machen 25 auf, wir haben inzwischen 26. Und man arbeitet dran, aber das kann ich euch jetzt schon mal versprechen, der Schwungrad-Lounge ist weg. Den haben sie rausgemacht, weil die Bahn bekommt gerade einen LSM-Antrieb eingebaut. Da sind sie gerade dran. Irgendwie für mich sehen auch die Schienen aus, als ob die getauscht wurden, aber das weiß ich nicht. Kann auch das sein, wenn die hier nur streichst, dass das schon so aussieht. Ja, keine Ahnung, wer es macht, aber Montezuma's Revenge kriegt LSM statt Schwungrad-Lounge. Schade, aber trotzdem cool, dass so eine Bahn erhalten wird. Und Jaguar auch crazy Bahn, richtig witzig. Just you and me, nobody
glaube ich, auch mal erwähnen sollte, man sieht es vielleicht so ein bisschen hinter mir, auch wenn ich hier zwischen den Stützen stehe, dass der Park echt hübsch ist, wirklich schön gestaltet ist, viele schöne Ecken hat, eine tolle Westernstadt hat und auch dann einfach mal hier über dem Wasser der Inverter fährt, wer will schon Inverter fahren, aber er fährt über Wasser und ja, sieht eigentlich ganz hübsch aus alles. Was natürlich auch noch erwähnenswert ist der Berg gerade hinter mir oder da auch noch ein bisschen zu sehen. Es ist ein riesiger Lokflug mit wirklich großem, coolen Dark Ride Part. Ist mir jetzt leider echt ein bisschen zu nass und es ist echt nicht warm heute. Ich hätte mir auch was zur Überstrecke mitnehmen sollen. Aber wenn ihr hier seid, nehmt das auf jeden Fall mit. Das lohnt sich. Riesiger Dark Ride Part halt und echt cool gemacht. Cooler Lokflug, der echt schön ist. Ja? Und es gibt auch noch, einen weiteren Dark Ride mit einer Minenbahn. Der ist leider geschlossen heute. Den wären wir gerne noch mal gefahren. Das wäre ganz witzig gewesen. Es gibt des Weiteren aber auch noch, und quasi eigentlich zu guter Letzt, Silver Bullet. B&M Inverted Coaster. So, der Bro fährt gerade den Inverted Coaster. Er hat ja eigentlich gesagt, er macht das nicht. Jetzt hat er gedacht, ach komm, mache ich doch. Weil es ist ja eigentlich keine Wartezeit. Da habe ich gesagt, komm, ich komme mit in die Station und überleg's mir dann noch, weil ich mag es ja halt nicht so. Hab's mir jetzt anders überlegt. Fahr jetzt auch nicht mit, weil der hat sich jetzt in die erste Reihe gesneakt, weil da halt 3 Leute waren. Das macht dann ja auch Sinn bei einem Inverted Coaster. Es ist halt einfach der beste Platz. Und dann kamen wir in der Station an und denken so, okay, warum werden jetzt in den leeren Zug, der in der Station steht, keine Leute reingelassen? Und auf dem Breakrun stand halt ein weiterer Zug, der auch leer war. Und der wurde jetzt rausrangiert. Ich war eben kurz, der Bro kommt da jetzt theoretisch. Ah, den sieht man nicht. Der ist auf der anderen Seite. Okay, und ja, und dann wurde der Zug dann rausrangiert, der zweite. Wahrscheinlich, weil die Wartezeit zu low ist. Und wurde der rausrangiert, dann einmal rübergeschoben, ne? Das mit dem ganzen Gleis wird der rübergeschoben, dann wird er dort nach hinten geschoben, dann wird das Gleis wieder zurückgeschoben, dann muss hier vorne am Lift, da vorne muss einmal quittiert werden und dann gibt es eine Testfahrt und dann wird gefahren. Also kann wieder gefahren werden. Der Bro ist jetzt also im ersten Zug nach dieser Testfahrt. Es regnet übrigens gerade. Erste Mal Regen, glaube ich, auf der Tour so richtig. Dann war halt, weil wir jetzt das länger warten müssten, war in der ersten Reihe jemand, der hat da auf dem Geländer gesessen, also in diesem Mittelgeländer und hat dann, wartet, ich muss mal gucken, ob ich den Bro filmen kann. Da irgendwo ist er jetzt drin. In der ersten Reihe. Da müsste man ihn jetzt auch sehen können. Vielleicht in der Schraube noch. Das wäre witzig. Da wäre da. Und da hockte jedenfalls jemand auf diesem Mittelgeländer und dachte sich, auch mir ist so langweilig. Und vorne sind so Schilder dran, Silver Bullet Row 1. Und hat das dann angefangen abzuknibbeln, weil das so eine Folie ist. Knibbelt, knibbelt, knibbelt. Zieht das so ganz langsam runter. Und der Bro so, was ist mit dem eigentlich? Und dann hat er nicht aufgehört und dann der so, ey yo! Ganz laut, der Bro. Und alle drehen sich um. Is this yours? Nee. Und dann klebte das so wieder dran. Und da waren irgendwie so 100 Leute in der Station, die sich irgendwie angesprochen gefühlt haben und gedacht haben, dass sie was falsch gemacht haben. Ganz witzig. Warte, da ist er. Ja, wir müssen auf jeden Fall nochmal Ghost Rider fahren. Mit dem Single-Use-Fast-Pass, den wir hier haben, dürfte das eigentlich gehen. Dafür müssen wir aber wieder in so eine Location, wie das auch bei dem, welchen Park war denn das? Six Flags. Wie hieß denn der? Ja, bei dem auf jeden Fall.
Good ride. Pretty good ride. Like it? Es war gar nicht so schlecht. Auch nicht gut, aber nicht so schlecht. Die Helixion, die will natürlich dir die Füße abmachen. Aber es ist halt ein langgezogenes, funky Layout irgendwie. Ne? Das ist mal ein bisschen was anderes. Aber haben wir gerade den ersten Regen der Tour? Und das war echt kalt. Und der Indianer neben mir hat sich auch in Stillschweigen gehüllt, nachdem er mich hier, bevor es losging, vollgesülzt hat. Aber er kann guten Morgen, so halbwegs. Und das autistische Kind neben mir, was gerade noch einen Anschluss gekriegt hat, hat jetzt mit dem Gurt die Gurtschnalle verprügelt, als wir jetzt wieder hier waren. Cookie, ist der Wohlstand ausgebrochen? Ja! Nein, ich habe ja gerade schon erzählt, dass wir für die Single-Use Fastlane in den Shop oder VIP-Lounge oder so müssen. Bei den Six Flags Parks ist das so, wenn du den Prestige-Pass hast, kannst du die VIP-Lounge in diesemjenigen Park, also in jedem Park, in dem du bist, dann auch nutzen. Die ist aber nicht so offensichtlich, würde ich sagen, zumindest nicht hier bei Knott's Berry Farm. Wir mussten eben erstmal in der Information vorne am Eingang nachfragen. Ich glaube, du kannst aber auch jeden anderen Mitarbeiter, der hier im Park ist, theoretisch fragen und der kann es dir sagen. Uns wurde dann gesagt, dass sie halt in Ghost Town ist und dass sie in so einem gegenüber vom Schmied ist. Ist okay. Und dann sind wir erstmal irgendwie hinten rumgelaufen, weil sie irgendwas von Behind gesagt hatte. Aber dann haben wir es gefunden und es ist einfach, wie hier diese ganzen Shops so sind, wie dieser hier oder dieser hier, die sehen einfach genauso aus und dann läuft man da rein und da ist so wie so eine Rezeption und da scannt man dann seinen Prestige-Pass und dann darf man dann da rein. Und dort bekommt man auch die Single-Use Fastlane ausgedruckt, so wie auch in Magic Mountain. Nein, ich habe es eben schon nicht gewusst. California's Great America. Genau, California's Great America. Genau. Und das haben wir jetzt bekommen. Und da gibt es dann Snacks und Drinks. Und man kann dann da seinen Cup wieder voll machen und kann sich Chips oder Cookies mitnehmen. Und das haben wir jetzt mal wahrgenommen. Und das auch zu testen. Also da bei dem Cookie steht drauf, guaranteed fresh until printed date. Hilfe! Was ein wilder Ritt. Das ist ein schönes Werkchen. Das hier ist auch ein Glas. Das ist ja witzig. Vielleicht sollte man es auch so rum hinstellen, damit man das sieht. Dann stoppt das ja ein. Aber die stoppen ja auch ein. Und das hier ist echt ein süßes Pferdchen im Vergleich zu der Bahn.
Wir haben ja nicht nur den komischen einmal Fastlane uns geholt, sondern auch genutzt. Und zwar bei Ghost Rider nochmal. Und dann war es eigentlich ganz gut von Füllgrad und Operation und so. Und dann waren es nur 10 Minuten Standby-Queue. Das haben wir dann auch nochmal gemacht. Und sind jetzt zweimal gefahren. Erst nochmal erste Reihe und nochmal letzte Reihe. Und da gab es dann noch einen kleinen Anschiss für 2 Boys in der Warteschlange. Die wollten nämlich Line-Jumpen und das wollten wir nicht. Und dann, also erst so, ey, das geht nicht, das Line-Jumping. Und dann fingen sie an, einfach da, wo wir das nicht sehen, über die Geländer zu klettern und zu ihren Mädels, die aus der gleichen Band sind, vorne hingehen zu wollen, die direkt dran wären. Ich weiß, irgendjemand hat dann ganz laut Line-Jumper gerufen. Dann sind die wieder zurückgegangen. Ich. Ja, gut. Knallerbahn, absolute Knallerbahn, aber eine Bahn für hinten. So, das ist sogar Männers. Ich gehe noch mal Pipi und dann fahren wir zum Mittag und beim Mittag gibt es eine Achterbahn. Leute, das ist geil. Tschüss. Und alt und kaputt. Hier muss man zum Bollendoktor? Was macht ein Bollendoktor da? So Leute, wir sind eine halbe Stunde Auto gefahren und gehen jetzt Mittagessen und fahren hoffentlich eine Achterbahn. Also wir wollen Achterbahn fahren und müssen dafür Mittagessen. Erklären wir gleich. Können wir mal einen anderen nehmen, weil jetzt kommt das hier wieder. Jetzt, klar, musst du nur füllen, dann klappt das. Wir sind jetzt in der Incredible Pizza Company, in John's Incredible Pizza Company. Und man sieht es ja auch ein bisschen so im Hintergrund. Eine riesige Arcade gehört zu dieser Pizzabude. Wir gehen auch gleich das Essen uns angucken, denn da führt kein Weg dran vorbei. Wenn man das Pick Your Amount und ja, diese riesige Arcade beinhaltet in dem Fall von dieser John's Incredible Pizza Company auch Crazy Eights und das ist eine Achterbahn. Ein Compact Spinning Coaster von SBF Visa, da müssen wir natürlich auch direkt zuschlagen und nochmal mitfahren und das ist wahrscheinlich die letzte Bahn dieser Tour sogar, die gefahren wird. Und man muss jetzt hier... Du hast 8... Nee. Ich muss mal gucken, was die Frau da macht. Was machst du denn da? Du musst jetzt... Okay. Wie viel du ausgeben möchtest. Ja, 32 durch 4. So. Man muss nicht die Credits eingeben, die man kaufen möchte, sondern wie viel Geld man ausgeben möchte. Schlau. Und man bezahlt $15 Eintritt, um hier reinzukommen. Da ist dann das Essen inkludiert. Deswegen führt am Essen nichts dran vorbei, wenn du nur die Bahn fahren möchtest. Weil sobald du hier drin bist, bist du halt hier drin. Und kannst dich am Buffet bedienen. Und deswegen muss man den Eintritt auf jeden Fall mitzahlen. Und $4 pro Person pro Fahrt auf der Achterbahn. Und ja, das nehmen wir jetzt mal mit, weil dann haben wir auch direkt unser Mittagessen.
Das wackelt. Was soll das? Das Schlürfen habe ich noch nicht drauf. Ja. Hey! 5,99 wird Yoshi gesagt. Ja, mit Wäsche. Blöd, ne? Das sieht man erst, wenn man näher kommt. 5,99 mit in Verbindung mit einer Wäsche. Pro Liter. Pro Gallone. Tja, wir haben aber keine Wäsche gebucht, weil das eine Mietwagen ist. Ich verstehe da jetzt nicht. Ich habe zuerst das gesehen. Jalapeno Cheddar. Was gibt's denn noch? Hotbohne. Er macht Sit-Ups hier. Jo, Was geht ab? ich warte auf eine Pissnelke. Hey, Und bei dir? ich bin die Pissnelke. Was hast du eigentlich schon wieder gemacht? Ich habe bei der Incredible Pizza Company an einer von 3 Postmix-Stationen Cola Zero zapfen wollen. Es gab auch nur an dieser Cola Zero. Und diese Düse hat so gemacht. Ja, geil, oder? Schön. Was hast du denn eigentlich am Kinn? Ist dir gefallen? Habe ich schon erzählt. Ah, okay. Peoples, wir sind im Busch. Ja, also ich habe einen guten Blick, ihr nicht. Das sortiere ich euch sofort zusammen. Dann kriegt ihr den Blick auch nochmal hier. Da guckt das. Ja, wir sind jetzt 1 Stunde 40 durch Kalifornien T-Shirt. Oh, also, dass man die HOV-Lane nutzen kann, ist schon ganz gut. Wir haben jetzt auch noch gesehen, dass die Elektrofahrzeuge, die hier unterwegs sind, das ist mir schon öfter aufgefallen bei Teslen. Ich finde, Teslas klingt voll falsch, aber es ist richtig, aber klingt falsch. Dass sie so Aufkleber haben an den Stoßstangen. Links, rechts, vorne sowie auch hinten. Und das ist ein umweltfreundliches, sauberes Fahrzeug. Das beschreibt das und erlaubt einem dann auch diese Lane zu nutzen. Jetzt verstehe ich das aber wieder nicht, warum das so viele nicht genutzt haben und sich dann mit den anderen angestellt haben. Whatever. Wir hatten eigentlich noch überlegt, einen Spielplatz zu besuchen, auf dem... So langweilig. Ja, auf dem es dann einen Grauzonen-Count gibt. Da haben wir ja jetzt dann doch Abstand von genommen. Gestern, als ich geschaut habe, hätten wir eine halbe Stunde dahin gebraucht. Jetzt hätten wir dahin 1 Stunde gebraucht. Und von da aus zurück hätten wir auch 1,5 Stunden zum Hotel wieder gebraucht. Also statt 1 Stunde 40 von der Incredible Pizza Company wieder hierhin, wären es 2,5 Stunden gewesen. Wenn nicht sogar mehr, weil wir sind vor der, wir haben es ja gelernt, Happy Hour. Das ist ja da, wenn mehr Verkehr ist. Ja, das lassen wir dann jetzt. Und damit war der SBF Visa Compact Spinning Coaster die letzte Achterbahn dieser Tour. Wir sind aber auf dieser Tour, dank Malaysia auf jeden Fall, auch einen Wacky Worm gefahren. Ich weiß gar nicht, ob noch mal einer dabei war. Ich glaube nämlich nicht, oder? Compact Spinning Coaster, hatten wir noch einen weiteren oder ist das auch der einzige? Da bin ich mir schon nicht mehr sicher. Ich müsste auch gleich erstmal gucken, wie viele Achterbahnen wir jetzt auf dieser Tour gefahren sind. Wie viele Kilometer, Meilen und sonst was, das kann keiner mehr zusammenfassen. Und es kommt gleich auf jeden Fall auch noch der
Nee, kommt er nicht. Im monatlichen Daily Vlog kommt der Endstand zu unserem Cybertruck-Duell. Habt ihr dann auf jeden Fall schon gesehen, wenn die Tour-Vlogs laufen. Ist nämlich der monatliche Daily Vlog schon gewesen für April. Wir machen es wahrscheinlich so, wie es die letzten Mal auch ganz gut funktioniert hat. 3-mal die Woche ein Video dieser Reihe. Was eine Ansage ist, die total sinnentleert ist beim letzten Video der kompletten Tour. Aber wir sind natürlich auch ready für eure Fragen. Könnt ihr gerne schon mal in die Kommentare packen. Und wenn ihr Bock habt, das müsst ihr uns dann auch wissen lassen, können wir auch gerne so einen Frage-Antwort-Livestream nochmal machen, bezogen auf diese Tour. Im Nachgang jetzt, wenn die ganzen Tour-Vlogs durch sind. Und ja, wir haben es ja auch mehrfach schon unterwegs erklärt, dass das alles so nicht geplant war und spontan übers Knie gebrochen. Und ich glaube, dafür war es ganz unterhaltsam. Und ich bin gespannt, wie es nach Hause geht. Das wird auf jeden Fall noch mal wild. Aber wir sind jetzt mit dem Video noch nicht ganz durch. Ich glaube, das eine oder andere können wir vielleicht diesmal noch zeigen, weil wir jetzt hier beim Abschluss sind und ein bisschen vielleicht die Statistik. Mal schauen. Also ich kriege das schon gar nicht mehr zusammen, was wann gewesen ist und was alles passiert ist. Es war irgendwie nicht so countreich, nicht so achterbahnreich und dennoch ist so viel passiert und es war so lang und wir haben so viel gesehen. Das ist ganz wild und ganz komisch. Schauen wir mal. So, gerade mal nachgeschaut und ich nehme euch mal kurz mit auf den kleinen Runde, damit es ein bisschen spannender aussieht. Und ich bin 91 neue Achterbahnen auf dieser Tour gefahren und das ist mehr als ich gedacht habe. Und ja, gut, dass ich das jetzt erst nachgeguckt habe, sonst wäre auf einmal die Motivation groß gewesen, noch 9 Dinger irgendwo auszugraben. Es gibt auch einige Bahnen, die wir jetzt ausgelassen haben hier in Kalifornien. Es gibt super viele Sidecounts, wo man aber nicht weiß, darf ich das überhaupt fahren, wenn ich kein Kind begleite, weil das so eine INF-Myla-Geschichten sind und kleinere Sachen. Und teilweise stehen die dann in irgendwelchen Zoos oder auf irgendwelchen Farms. Und es gibt 2 Parks, da haben wir überlegt hinzugehen. Der eine, der hätte aber mit 2 kleinen Achterbahnen $65 Eintritt genommen. Dann gab es einen, die hatten Vekoma Junior Coaster. Und das war's. Die nehmen $30 und das Minigolf da ist nochmal separat abcharged. Und der Adventureland Park, der direkt irgendwie neben Disney ist, hatte zu. Das ist auch total crazy momentan noch. Wir sind halt so ein bisschen in der Pre-Season. Es war ja auch so, dass jetzt zum Beispiel Six Flags Magic Mountain unter der Woche zu hatte und eigentlich nur Knott's Berry Farm so unter der Woche represented hat. Und ich habe es ja auch gestern gesehen, SeaWorld San Diego. Und da war ja auch irgendwie tote Hose und kein Mensch da. Ist halt noch so Pre-Season, aber es ist traumhaftes Wetter. Also wenn ihr ein bisschen so anderen Kram noch machen wollt, zum Beispiel, was wir jetzt zeitlich nicht mehr geschafft haben, die Warner Bros. Studios Tour zu machen, euch LA anzugucken, haben wir jetzt auch nicht in diesen Videos gemacht oder auf dieser Tour. Wir waren aber schon mal beim Walk of Fame. Boah, was ist das denn? Was ist das denn für ein Monster? Boah, ein Zeppelin, ey. Genau, Walk of Fame haben wir damals schon mal besucht. Wir haben das Hollywood Sign haben wir gesehen. Also man kann hier auch super viel machen. Wir haben das im Vorfeld, wir haben einfach nur den Zeitraum gehabt und gesagt, wir machen Kalifornien. Und wir haben auch gesagt, ey, selbst wenn alle Parks zu haben, ist hier genug, was man, glaube ich, machen kann, um sich irgendwie zu bespaßen. Traumhaftes Wetter. Man hätte sogar einfach nur Urlaub machen können, wenn man den Pool jetzt gerade so sieht. Die Luft, das Wetter, die Sonne. Also auch das wäre möglich gewesen. Man hätte natürlich Las Vegas noch viel mehr machen können und so weiter und so fort. Aber ja, alles spontan, alles kurzfristig und alles irgendwie übers Knie gebrochen und improvisiert. Wir können scheinbar halbwegs okay improvisieren. Und das hat dazu geführt, dass wir trotz allem irgendwie 91 Bahnen gefahren sind. Auch Malaysia hätte man auch ein bisschen mehr Druck machen können und versuchen mehr zu counten. Aber irgendwie haben wir die Zeit da genossen und uns irgendwie auch eingenordet, damit wir dann den Rest der Tour auf die Kette kriegen, weil die Tage vor der Tour nicht so leicht waren. Habt ihr alles gesehen? Wisst ihr alles? Vor allem im letzten monatlichen Daily Vlog und so weiter und so fort. Das auch nochmal jetzt hier an dieser Stelle. So Leute, einige Meilen später, 30 Tage später, sind wir am LAX, am Worldwide Airport Los Angeles.
geben den GMC ab, haben den Cooler dabei, haben unsere Koffer dabei und sind durch mit der Tour. Wir sind am Ende, wir können nicht mehr, wir sind fertig. Überall blaue Flecken und sonstiges und wir können eigentlich dann froh sein, dass nicht so viele Oldschool Classic Wooden Coaster jetzt in den USA dabei waren, aber trotzdem sind wir geschunden und machen uns auf den Rückweg. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit, das war die 360-Grad-Tour, einmal um den Globus und wir sehen uns jeden Tag um 18 Uhr zum neuen Video wieder hier auf dem Ride to You YouTube-Kanal.